Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Nicole und bei mir lernt ihr Unternehmen kennen und deren Geschäftsmodelle. Ich zeige euch, wie die Unternehmen eigentlich das meiste Geld verdienen. Heute geht es um die Coca-Cola. Viel Spaß dabei! Meine Videos bestehen immer aus mehreren Teilen. In diesem Teil geht es um das Unternehmen Coca-Cola an sich. Ich werde euch das Leitbild und die Vision und die Ziele vorstellen. Ich werde euch die Segmente präsentieren, in welchen Segmenten Coca-Cola tätig ist und wie sie damit eigentlich ihr Geld verdienen. Und dann zu guter Letzt werde ich euch noch das Management vorstellen. In den darauffolgenden Videos geht es dann tatsächlich um Zahlen, Daten, Fakten, Bilanzanalysen, wichtige Kennzahlen, wie ich das Unternehmen Coca-Cola analysiere und euch damit auch einen Einblick in die Finanzwelt geben. Bleibt dran! Mit dem Leitbild Our Purpose is to refresh the world and make a difference möchte Coca-Cola auf gut Deutsch die Welt erfrischen, einen Unterschied machen. Dieses Leitbild ist bewusst einfach, aber auch emotional formuliert. Es soll halt die Rolle des Unternehmens als weltweiter Anbieter erfrischender Getränke widerspiegeln, aber auch den Fokus auf die Nachhaltigkeit legen. Coca-Cola will Produkte verkaufen, die Freude und Erfrischung bringen. Sie wollen einen positiven Beitrag leisten zur Gesellschaft, aber auch global und verantwortungsbewusst handeln. Coca-Cola möchte sich zum einen zur Total Beverage Company entwickeln. Damit ist gemeint, sie möchten ihr Angebot ausweiten, über klassische Softdrinks hinausgehend. Sie wollen auch Kaffee, Wasser, Tees, Säfte, Energy Drinks und pflanzliche Milch anbieten, also mit dem Fokus auf gesunde Ernährung, auf sportliche Getränke, auf Getränke, die diesem Gesundheitstrend auch entgegenkommen. Mit digitaler Transformation ist gemeint, dass die Coca-Cola ihre digitalen Vertriebskanäle und Marketingkanäle näher zum Konsumenten hin weiter ausbauen möchte. Das möchte sie über Apps erreichen oder Online-Shops, in denen die Kunden mit Coca-Cola direkter in Kontakt treten können. Des Weiteren gehört zu den digitalen Transformationen auch die Nutzung von Big Data. Big Data soll vor allen Dingen verwendet werden, um stärkere Nachfragen zu analysieren und zu gucken, wo der Markt mit Getränken weiter verstärkt werden soll. Und zu guter Letzt soll auch KI weiter eingesetzt werden, verstärkt in Marketing und Supply Chain, um die Supply Chain, also die ganze Lieferkette auch zu optimieren und durch effektivere Marketingstrategien die Produkte den Konsumenten schmackhaft zu machen. Mit ihrer Wachstumsstrategie Beverages for Life möchte die Coca-Cola weiter ihren Umsatz steigern. Sie möchten auch die Margen erhöhen und weiter wachsen. Dies soll auch erreicht werden, indem sie lokale Geschmacksvorlieben in verschiedenen Regionen und Ländern dieser Erde besser treffen. Das heißt, Getränke anbieten, die in bestimmten Ländern und Regionen eher bevorzugt werden. Um die Maßnahmen zu erreichen, hat sich die Coca-Cola spezielle Ziele festgesteckt. Ziele müssten ja immer smart sein. Sie müssen spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. So sind auch diese aufgebaut. Zum einen hat sich die Coca-Cola 3 Nachhaltigkeits- und Umweltziele gesteckt. Dazu sind zum einen die Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2040 zu erreichen. Sie möchten wasserpositiv werden bis 2030, das heißt mehr Wasser zurückgeben, als sie verbrauchen. Und sie möchten auch 100% recycelbare Verpackungen noch bis zu diesem Jahr erreichen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das hinhaut. Daneben haben sie auch ein Diversity-Ziel, das heißt konkret den Frauenanteil in Führungspositionen auf 50% erhöhen bis zum Jahr 2030. Dann kommen die etwas spannenderen, operativeren Themen. Sie möchten als weiteres Ziel das Portfolio erweitern auf zuckerfreie und kalorienreduzierte Getränke bis zu 50% des Gesamtportfolios. Und für uns Aktionäre als wichtigster Punkt hier die Finanzen. Sie streben auch ein organisches Umsatzwachstum an, im mittleren einstelligen Bereich jährlich. Jetzt haben wir relativ viel zum Leitbild der daraus abgeleiteten Vision, den Maßnahmen und den konkreten Zielen gehört. Jetzt möchte ich euch aber zeigen, womit die Coca-Cola denn jetzt eigentlich ihr Geld verdient. Mit 55% macht der Verkauf von Sirupen und Konzentraten das hauptsächliche Geschäft der Coca-Cola aus. Das ist die größte Einnahmequelle.
Damit ist gemeint, Coca-Cola stellt Sirupe und Konzentrate her und vertreibt sie dann an weltweite Abfüllpartner. An diesen Abfüllpartnern haben sie entweder eine Mehrheitsbeteiligung oder nur eine kleine Beteiligung oder auch gar keine. Dazu gehört aber ebenfalls der Verkauf durch das Fountain-Segment. Das heißt, der Verkauf an Gastronomiebetriebe wie McDonald's zum Beispiel, die bekommen auch Konzentrate und stellen dann dort ihre Getränke her für die McDonald's-Restaurants oder andere gastronomischen Betriebe. Sie betreiben aber auch selber Abfüllanlagen und verkaufen ihre Getränke dann in diversen Verpackungen auf verschiedenen Märkten. Das können Dosen, Flaschen, wie auch immer sein. Zum Beispiel Amerika hat ein großes Segment, wo sie selber abfüllen und ihre Produkte vertreiben, aber auch Mexiko oder Kanada. Das sind dann die Märkte, in denen sie selber noch die Kontrolle behalten möchten und das Geschäft auch kontrollieren können. Bei den fertig abgefüllten Getränken entstehen die Margen halt dadurch, dass sie die Getränke einfach direkt weiterverkaufen an die Großhändler und die Einzelhändler, die die Flaschen dann in ihre Supermarktregale und so weiter reinstellen. Durch die Abfüllpartner an sich, also durch das Sirup- und Konzentratsegment, entstehen aber neben den Margen, die durch den Verkauf des Konzentrats entstehen, auch noch weitere Einnahmequellen, was ziemlich cool ist. Denn sie bekommen noch Lizenz- und Franchise-Gebühren, dadurch, dass die Abfüllpartner in den verschiedenen Ländern die Marke Coca-Cola, Fanta und so weiter verwenden, um die Produkte dort zu produzieren und zu vertreiben. Und zu guter Letzt verdienen sie auch noch sonstige Einnahmen, nämlich die Beteiligung am Verkauf. Nämlich wenn die Abfüllpartner ihre Produkte verkaufen und Coca-Cola an diesen Abfüllpartnern eine Beteiligung hat, wird Coca-Cola ja auch dadurch belohnt. Das heißt, sie kriegen auch, wie wir als Aktionäre an der Coca-Cola selber beteiligt sind, ist Coca-Cola ja an den Abfüllpartnern beteiligt. Und dadurch bekommen sie eine Gewinnbeteiligung, sie bekommen eine Dividende gegebenenfalls ausgeschüttet. Also das ist auch noch eine weitere Einnahmequelle, dass sie dreifach an diesen Partnern verdienen. Ja, wie funktioniert denn jetzt eigentlich das Sirup-Segment? Wie sind die Prozesse dahinter? Das kommt jetzt. Und zwar Coca-Cola stellt in dem Sirup die eigentliche Grundformel her. Das ist die aromatische Zusammensetzung, warum eine Cola schmeckt wie eine Cola oder auch eine Fanta wie eine Fanta. Wie funktionieren denn jetzt nun eigentlich die Prozesse im Sirup-Segment? Also, Coca-Cola stellt das Sirup her. Das wird mit einer streng geheimen Formel verwahrt. Und diese Formel kennen auch maximal 2 bis 3 Leute immer nur gleichzeitig. Dieses Sirup enthält die charismatischen Aromastoffe, die halt den Geschmack ausmachen, sodass eine Cola schmeckt wie eine Cola, eine Fanta wie eine Fanta oder eine Sprite wie eine Sprite. Dieser Sirup ist natürlich noch nicht trinkfertig. Der wird erst dann trinkfertig gemacht, indem die Abfüllpartner ihn mit Zusätzen, mit den Stoffen, die ein Getränk dann zu einem Getränk machen, zum Beispiel Wasser, natürlich Kohlensäure, Zuckergehalt, die Fruchtsäfte, zum Beispiel im Fanta-Bereich oder auch in anderen Getränken. Den Abfüllpartnern in den einzelnen Regionen unterliegt dann aber auch die Verantwortung, die Produkte in den passenden Verpackungsgrößen anzubieten, aber auch Richtlinien zu erfüllen, welche Inhaltsstoffe wie zusammengesetzt sein müssen. Es gibt zum Beispiel für unterschiedliche Länder unterschiedliche Vorgaben zum Zuckergehalt, wie viel Zucker überhaupt in einem Getränk drin sein darf. Darüber hinaus gibt es aber auch Vorschriften zum Fruchtsaftgehalt in Fruchtsaftlimonaden. Für die Fanta ist das sehr, sehr relevant, auch in Europa unterschiedlich gehandhabt. Fahrt mal zum Beispiel nach Italien und kauft dort eine Fanta, denn in Italien ist vorgeschrieben, dass man 12% Fruchtsaft in einer Fanta vorzufinden hat. Dann nehmt euch mal eine Fanta aus Deutschland mit und fahrt darüber nach Italien und probiert mal beide Getränke parallel, um dann festzustellen, in Italien schmeckt die Fanta wesentlich fruchtiger. Das liegt darin, dass in Deutschland nur 3% Fruchtsaftgehalt in einer Fanta stecken müssen, in Österreich 5%, aber in Italien sage und schreibe 12%. Die Abfüllpartner tragen zum einen dafür Sorge, dass die Richtlinien für die verschiedenen Länder eingehalten werden, aber sie sorgen auch dafür, dass die Geschmäcker und Vorlieben der unterschiedlichen Länder bedient werden. Wenn man sich da die Unterschiede mal auf der weltweiten Ebene anschaut,
bemerkt man, dass die Mexikaner oder allgemein Südamerikaner gerne sehr süße Produkte bevorzugen, also die einen hohen Zuckergehalt aufweisen, während man in Japan eher weniger süße und zuckerreduzierte Getränke bevorzugt. In China hat man wieder andere Geschmäcker, andere Geschmackslinien. Dort wird zum Beispiel die Cola mit Litschi-Geschmack auch produziert und vertrieben. Dadurch, dass Europa ziemlich heterogen aufgesetzt ist, das heißt neben den EU-Richtlinien auch noch länderspezifische Vorgaben gelten, ist so durch die Zusammenarbeit mit Apfelpartnern besser gewährleistet, dass auch alle Getränke in den vorgegebenen Formen vertrieben werden. Aber auch in anderen Märkten, zum Beispiel in Afrika, wird oft mit Apfelpartnern zusammengearbeitet, weil die halt den Markt auch bedienen und in diesen heterogenen Märkten die Getränke an die Endverbraucher bringen können. Das wäre für Coca-Cola selbst viel zu kompliziert, die Flaschen für Märkte abzufüllen, über die sie sich selber gar nicht so den Überblick verschaffen können. Durch die Zusammenarbeit mit Apfelpartnern entstehen auch logistische Vorteile. Denn der Sirup, der weltweit verkauft wird, ist ja relativ leicht, der ist konzentriert und erst durch die Weiterverarbeitung in Getränkeform entsteht ja ein schweres Getränk, was mit Wasser und Saft und so weiter versehen ist. Und die Logistik innerhalb der Märkte, also innerhalb der Regionen, die übernehmen dann die Apfelpartner. Das heißt, die haben dann die höchsten Logistikkosten eigentlich auch zu tragen. Also es ist eigentlich ein echt geiles Geschäftsmodell, denn hier verdient die Coca-Cola mehrfach. Erstens Marge beim Verkauf der Sirupe an die Apfelpartner. Zweitens Lizenzgebühren, weil die Apfelpartner die Marken von Coca-Cola verwenden, wie Cola, Fanta, Sprite und so weiter und unter deren Markenlogo auch vertreiben. Und drittens, Coca-Cola ist an diesen Apfelpartnern oft beteiligt. Dadurch bekommen sie in Höhe der Beteiligung natürlich Gewinnbeteiligungen, Dividenden und so weiter. Super, oder? Zu den Marken muss ich euch wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen. Die kennt ihr mindestens genauso gut wie ich. Coca-Cola, Coke Zero, Fanta, Sprite, aber auch Gatorade, Fuse Tea und so weiter gehört alles zum Konzern. Darüber hinaus gibt es aber auch Marken, die nur in bestimmten Regionen bekannt sind. Ja, kommen wir nun zum Geldflussdiagramm, was die ganzen Einnahmen und Ausgaben nochmal dediziert darstellt. Wir sehen links die Segmente. Alle Segmente sind hier unterteilt, zum einen nach Regionen wie North America, Europe, Middle East, Latin America und Asia Pacific. Darüber hinaus weist Coca-Cola aber auch das Bottling Investment Segment separat auf. Die Bottling Investments zeichnen die Beteiligungen aus an den Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, also die Einnahmen aus den Beteiligungen. Und mit den Global Ventures sind überwiegend die Fountain-Produkte gemeint, das heißt die Belieferung von Sirupen an die Gastronomiebranche und so weiter, wird hier nochmal explizit halt separat erwähnt, auch in den Geschäftszahlen. Vom Umsatz, der in diesen Segmenten entsteht, werden dann noch die Material- und Lohnkosten abgezogen. Dadurch behält man ungefähr schätzungsweise, wenn ich mir das so angucke hier auf der Grafik, ja so rund 60%. Ich habe hier die konkreten Zahlen jetzt extra nicht mit rausgesucht, das kommt im nächsten Video. Ja, die Material- und Lohnkosten abgezogen, bleibt der Bruttogewinn übrig. Wenn man vom Bruttogewinn jetzt noch den Betriebsaufwand abzieht, also Vertrieb, Marketingkosten und die sonstigen operativen Kosten, dann erhält man alle operativen Erträge, also die Erträge, die durch das operative Geschäft erwirtschaftet werden. Wenn man jetzt noch die nicht operativen Kosten abzieht, kommt man auf den EBIT. Wenn man vom EBIT jetzt noch die Zinsen und Steuern abzieht, dann bleibt letztendlich der Nettogewinn übrig. Die Nettogewinnmarge, also das, was letztendlich der Nettogewinn ausmacht am Umsatz, der lag im letzten Jahr ungefähr bei knapp unter 23%. Aber genauere Geschäftszahlen und Analysen werde ich euch in meinem nächsten Video darstellen. Zu einem guten Unternehmen gehört immer auch ein gutes Management. Darum möchte ich euch das Management der Coca-Cola auch nicht vorenthalten. Ich gehe dabei nur auf die Mitglieder der obersten Führungsebene ein. Und die restlichen Mitglieder leisten natürlich auch alle großartige Arbeit, aber das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Der CEO bzw. Vorstandsvorsitzende ist James Quincey. Der CFO, derjenige, der für die ganzen Finanzen verantwortlich ist John Murphy. Henrike Braun ist der COO, das heißt der Chief Operating Officer, der für den ganzen Betrieb zuständig ist, also das ganze operative Geschäft.
Und zu guter Letzt noch Manuel Arroyo. Der ist der CMO, also der Chief Marketing Officer und damit für alle Marketingaktivitäten verantwortlich. Generell zeichnet sich in der Coca-Cola eine starke Managementphilosophie aus, nämlich die, dass in den eigenen Reihen auch der Nachwuchs heranwachsen kann. All diese obersten Manager, die haben jahrelange Erfahrung im Konzern, haben schon mehrere Regionen auch geleitet, wie Asia Pacific oder Südamerika und bringen daher viele operative Erfahrungen in verschiedenen Märkten mit. Das heißt, in der Regel werden keine externen Manager von auswärts herangezogen, sondern immer geschaut, ob in den eigenen Reihen geeigneter Nachwuchs existiert. Und natürlich auch die Mitarbeiter gefördert und gefordert, sodass sie auch in höhere Managementpositionen aufsteigen und so halt auch dazu motiviert, jahrelang im Unternehmen zu bleiben und sich dort weiter zu engagieren. Der CEO James Quincey, also der Chief Executive Officer, ist ein Beispiel dafür, wie lange das Management schon in dem Unternehmen einfach tätig ist. Denn er ist schon seit 96 im Konzern. Er setzt sich besonders für die Transformation zur Total Beverage Company ein, aber auch für Nachhaltigkeitsinitiativen und sorgt dafür, dass Coca-Cola sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich werde jetzt nicht alle meine Texte hier auf der Folie vorlesen, aber ich habe noch mal ein paar Punkte hier speziell aufgeführt. Und wenn euch zu einem der Mitglieder was interessiert, dann macht euch am besten jetzt einen Screenshot, haltet kurz das Video an, so dass ihr auch das nochmal im Nachgang nachlesen könnt. John Murphy, der Chief Financial Officer, ist ja für uns Aktionäre besonders wichtig. Also er hat eine wichtige Rolle, denn er entscheidet, wie mit den Finanzen umgegangen wird. Und er hat sich schon besonders ausgezeichnet dadurch, dass er durch die Corona-Zeit hinweg, trotz Umsatzrückgang während dieser Zeit, für einen operativen Cashflow und trotzdem für eine Cashflow-Steigerung gesorgt hat. Also er hat durchweg für starke Finanzen gesorgt bis jetzt. Also er hat sich immer stark auf Margensteigerung konzentriert, auf Senkung der Kosten und um eine starke Bilanz. Und darüber hinaus auch für die digitale Transformation eingesetzt, dass man einfach Analyseplattformen hat, um noch besser den Betrieb zu überwachen. Der Chief Operating Officer war bis vor kurzem, also bis Ende letzten Jahres, noch Brian Smith. Er ist aber jetzt mittlerweile nicht mehr zuständig, aber bleibt dem Unternehmen trotzdem noch vorhanden. Er ist jetzt nämlich in beratender Position tätig und bleibt trotzdem weiterhin im Konzern. Enrique Braun hat diese Rolle seit diesem Jahr im Januar. Er hat auch schon lange Erfahrung im Konzern und sich schon durch diverse Tätigkeiten in verschiedenen Regionen auch profiliert und hat dort Erfolge erzielt, sodass er jetzt letztendlich in die Position des Chief Operating Officers aufgestiegen ist. Der Chief Marketing Officer Manuel Arroyo hat sich auch besonders dadurch ausgezeichnet, dass er neue Kanäle auch ansprechen möchte. Er möchte mehr auf soziale Netzwerke setzen, auf die Verwendung von Apps, sodass auch die Marke Coca-Cola der jüngeren Gesellschaft schmackhaft gemacht wird. Und bei so einem markenstarken Konzern wie Coca-Cola trägt natürlich auch der Chief Marketing Officer eine entscheidende Rolle. Denn er ist dafür verantwortlich, die Marke Coca-Cola und die anderen Getränke, die darunter laufen, global zu vermarkten und zu vertreiben. Er muss die Modelle entwickeln, wie sich die Getränke am besten verkaufen lassen. Durch die Nutzung von Apps und sozialen Netzwerken entsteht zum einen eine Bindung der jüngeren Leute an das Unternehmen, aber soll halt auch Spaß machen durch Gamification, zum Beispiel über die Apps, mit denen man die Marken auch kennenlernen kann. Ja, ich hoffe, euch hat der erste Teil meines Steckbriefs zu Coca-Cola gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten geht es im zweiten Video weiter mit der Vorstellung der Geschäftszahlen und der KPIs zu Coca-Cola. Ich werde euch zeigen, wie profitabel das Unternehmen eigentlich ist, welche Belohnung wir als Aktionäre denn da von einem Investment überhaupt bekommen und euch auch vorstellen, wie sicher das Investment denn eigentlich ist. Dann natürlich noch auf Grundlage des aktuellen Kurses eine kleine Einschätzung geben und ein paar Kennzahlen zur Bewertung darstellen, wie Coca-Cola sich aktuell am Markt so schlägt. Und zu guter Letzt dann noch die Konkurrenten vergleichen, mit welchen Wettbewerbern Coca-Cola eigentlich so am Markt interagiert. Und dann noch eine SWOT-Analyse zum Unternehmen, zu Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken darstellen. Also bleibt dran, folgt gerne meinem Kanal für weitere Videos, der ist ja noch recht frisch, ich würde mich sehr freuen und ich sehe euch das nächste Mal.
Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.